herzlich willkommen, liebe Freunde, heute zu Show Me Your Flat 2.0. Das nächste Video, ich denke, ihr wartet schon seit einiger Zeit wieder auf neue Videos. Das letzte Video, was ihr gesehen habt mit dem Notausgang, ist tatsächlich eigentlich schon ein bisschen älter als an dem Tag, wo es online gegangen ist. Deswegen hat sich in der Zeit auch schon ein bisschen was getan. Momentan sieht es ehrlich gesagt gar nicht so gut aus. Also im Sinne von, wir haben doch einige Problemchen gehabt in letzter Zeit. Der Notausgang war eines davon. Und das hat auch alles sozusagen ins Rollen gebracht mit den ganzen Problemen, die wir so haben. Denn ohne diesen Notausgang konnten wir den entsprechenden Bauantrag nicht stellen, damit das mit dem Brandschutz funktioniert, und da gab es noch ein paar andere Auflagen. Aber das war halt so das Elementarste schon an der ganzen Geschichte. Damit wurde ganz viel aufgewühlt, wir haben mit der Stadt geredet, wir hatten mit dem Architekten geredet, mit den Brandschutzingenieuren, haben uns zusammengesetzt, haben uns ein komplett neues Konzept überlegen müssen. Denn tatsächlich in so einer Lokalität braucht man halt vorne einen Notausgang und am besten halt irgendwo hinten. Dafür war der ja auch gedacht, der ja auch vor nicht mal so langer Zeit wirklich offiziell abgenommen worden ist. Jetzt mussten wir ein komplett neues Konzept erstellen, wie wir den Notausgang kreieren sozusagen. Und da hat sich so einiges zusammengetan. Wir werden jetzt doch zwar noch übers Dach gehen, das ist so der Plan, aber man kann nach vorne, muss ein Treppengeländer mit einer Treppe bauen, kommt in den Hausflur vom Privathaus, muss das komplett durchbrechen und da eine Tür reinsetzen, eine Brandschutztür. Dann kommt man halt sozusagen in den normalen Flur und nach draußen zur Straße. Das ist so eine der Sachen. Und es gibt noch einige andere Sachen, die wir beachten müssen, die nicht ganz so kritisch sind wie dieser Notausgang, der uns ja momentan so ein bisschen den Arschtritt gegeben hat. Was gleichzeitig auch bedeutet, wieso wir hier momentan nicht weitermachen dürfen tatsächlich. Das hat uns die Stadt sozusagen verboten und gesagt, nee, solange der Notausgang nicht gewährleistet ist, ja, kann natürlich im schlimmsten Fall auch was passieren, womit ihr vielleicht auch nicht ganz unrecht habt. Auch wenn hier noch keine Elektrik ist wirklich, also nichts, was irgendwie schnell brennen könnte oder so, man weiß ja nie. Daran halten wir uns natürlich jetzt momentan auch. Aber nichtsdestotrotz, wir sind da schon sehr viel weiter gekommen. Das war am Anfang erstmal so ein kleiner Schock, ja, das kann ich euch versprechen. Und die schlaflosen Nächte habe ich dann mit Heroes ausgeglichen oder einfach schlaflos hinterlassen. Trotzdem, wir haben einen Termin mit der Stadt für nächste Woche bekommen und der Plan ist im Prinzip, das Konzept mit denen gemeinsam nochmal durchzusprechen. Und dann sagen sie halt, im besten Fall, wenn ihnen das gefällt, und wir haben da wirklich gute Leute jetzt mittlerweile im Boot, sozusagen, was die Architekten angeht und den Brandschutzingenieur, dass wir dann weitermachen dürfen, direkt an dem Tag. Umso mehr werden wir dann natürlich Gas geben müssen. Und das heißt natürlich auch für euch, wenn ihr uns immer noch unterstützen möchtet, nicht immer nur mit Geld, sondern auch wirklich mit Händen und Füßen und Beinen und was ihr habt, euren Kopf, und hier in der Lokalität helfen möchtet, freue ich mich natürlich sehr. Ich denke, dass das ganze Projekt schon ein bisschen verschoben werden wird. Ich denke, das ist klar. Wir haben jetzt tatsächlich die letzten Wochen gar nichts machen können, so 2, 3 Wochen. Und das zieht sich halt nochmal mindestens eine gute Woche. Sehr, sehr ärgerlich. Ja, manchmal passiert sowas bei Bauaufträgen. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich habe viel gelernt mittlerweile. Ich bin geprüfter Brandschutzingenieur, ich bin geprüfter Architekt, Bauingenieur. Ich könnte jeden Job in der Stadt machen, Bauaktenarchiv, ich kenne alle Genehmigungen und was es sonst so gibt. Ja. Nein, Spaß beiseite. Aber man beschäftigt sich natürlich sehr, sehr viel mit dem Thema, ob man alleine ist oder ob man wirklich diese Anträge raussuchen muss. Ich war wirklich Akten raussuchen, Genehmigungen raussuchen ich habe Sachen aus den 20ern hier von diesem Gebäude rausgesucht, ja? Alte Bestände und was es so alles gibt. Ganz viel Krams, sage ich jetzt einfach mal. Ja, aber so sieht's aus. Nächste Woche Mittwoch ist der Termin mit der Stadt. Drückt uns hoffentlich bitte die Daumen dazu, dass das alles gut geht. Ich bin aber guter Dinge. Der Architekt oder die Architekten waren sehr, sehr guter Dinge. Der Brandschutzingenieur sagte auch, das wäre eine sehr, sehr saubere Lösung, die wir haben. Im Keller müssen wir auch ein bisschen was machen. Da muss auch eine Wand durchgebrochen werden und dann kommen wir in den Flur von dem Wohnhaus, damit man da auch flüchten kann. So Sachen, die jetzt einfach dazugekommen sind, aber die Sache, glaube ich, dann rund machen. Dann geht's weiter. Ich denke und hoffe natürlich, dass wir richtig Gas geben werden und so schnell wie möglich fertig werden und wir irgendwann hier endlich richtig Spaß haben können. Wenn ihr uns unterstützen möchtet, am liebsten würde ich mich freuen, wenn ihr uns natürlich auch schreibt, am besten mir per Facebook, einfach bei mir bei facebook.com/taketvtakes. Man braucht keine Leute, die unbedingt Handwerker sind. Manchmal sind auch einfache Sachen schon hilfreich, wie, ja, wir haben jetzt schon ziemlich viel Tapete abgekratzt, da ist nicht mehr so viel da, aber auch einfach nur simpelstes Streichen, aufräumen, umräumen, Sachen schleppen, was da alles dazu kommt. Glaubt mir, ich finde immer ein bisschen Arbeit für euch, davon könnt ihr überzeugt sein, wenn es nur sauber machen ist. Ja, das ist der Status momentan. Ich überlege gerade, ob ich irgendwas Wichtiges vergessen habe. Ich wollte eins noch sagen, auf jeden Fall, wenn es endlich wieder weitergeht, werden wir auf jeden Fall endlich mit dieser netten Maschine, ja, ich habe ehrlich gesagt übrigens noch keine Ahnung, wie die angeht, da ist so ein Stromkabel drin, das muss ich irgendwie rausbekommen. Ich hatte letztens gedacht, als wir hier waren, gemeinsam mit einigen Helfern, wir hätten das Kabel hier rausgeholt und müssten es noch in die Steckdose anschließen. Irgendwas ist da schief gegangen. Ich bin überlastet in dieser Situation, aber ich dachte mir, wir werden hier auf jeden Fall mal ein E-Hockey-Turnier machen, sobald wir hier sind. Alle Leute, zum Beispiel am Wochenende, an einem Samstag, werden dann mal mithelfen hier in der Location. Danach gibt es ein E-Hockey-Turnier und dann gibt es einen Need for Seed-Stuhl für euch, einen Maxnomic, für den Gewinner vom E-Hockey-Turnier. Ich denke, das ist eine runde Sache. Vielleicht gehen wir danach noch zu mir in die Location, also wo wir momentan noch streamen.
chillen da noch ein bisschen was, trinken was gemeinsam oder machen es einfach hier. Ja, ich hoffe, ihr habt schon einen leichten Einblick bekommen. Es hat sich trotzdem ein bisschen was getan in letzter Zeit. Wir haben ein bisschen umgeräumt, wir haben aufgeräumt. Das war halt vorher noch, bevor ihr es gesehen habt. Wir haben, aber das muss ich eigentlich zeigen. Guck mal mit. Neben diesem Airhockey-Tisch, den wir jetzt mal zusammengebaut haben, es gibt ja auch erfreuliche Nachrichten. Ja? Sowas, was ich euch gerade gesagt habe, ist wirklich für mich persönlich, und ich denke, ihr freut euch natürlich hoffentlich auch nicht, aber wirklich eine richtige Scheiße. Ja? Das sind so Sachen, wo man gar keinen Spaß dran hat, wo man denkt, ja, wieso müssen die einen jetzt aufhalten? Wir wollen doch hier eigentlich nur was Cooles auf die Beine stellen. Das bringt ja auch jedem was. Es bringt mögliche Arbeitsplätze, es bringt mehr Gewerbe, es bringt mehr Spaß, mehr, was weiß ich, es wertet ja auch die Stadt ein bisschen auf. Ja? Und am Ende verdienen sie, man weiß es nicht, sogar Geld damit, ja? Mit Steuern, wie wir sie alle kennen. Aber viel wichtiger, eine gute Nachricht. Ja, ich bin ein richtiges Spielkind, ich bin ein richtiger Nerd und Oldschool finde ich immer noch richtig geil. Eine Dance Revolution Maschine, liebe Freunde. Der Hype ist real, ja? Bitte in die Kommentare. Dance Revolution Maschine, der Hype ist real. Diese Maschine wiegt ungefähr 100 Tonnen. Der Hubwagen hat es bis hierhin gebracht. Danach ging dieses Tor nicht auf. Ja? Diese Tür ist nicht breit genug gewesen für dieses Gerät. Also der Hubwagen wäre, glaube ich, sogar nicht durchgekommen, weil die Palette zu groß ist. Wir wollten das Ding hier aufmachen. Haben wir aber in der kurzen Zeit nicht geschafft, weil Fahrer hatte auch nicht ewig Zeit. Bin ich ausgerastet, weil jetzt bedeutet das für uns, wir müssen diese hunderte Kilos selber irgendwann bewegen. Dafür brauche ich den Andy Peikert, ja, der Mann, der viele Muskeln hat. Ich hoffe, du schaust dir dieses Video an. Ich bin davon überzeugt. Und auch viele andere starke Helfer. Norman, vielleicht kommst du auch wieder vorbei. Ja, so 2 Meter Männer, die 2 Meter groß und breit sind. Das ist immer ganz gut. Ja, das ist der Zwischenstand. Ich werde in nächster Zeit, sobald wieder mal Neuigkeiten sind, spätestens aber nächste Woche Mittwoch, wenn wir den Termin mit der Stadt haben, euch wieder informieren, wie es weitergeht und sagen, was das Gespräch gebracht hat. Ich hoffe natürlich nur Positives. So, das Video ging jetzt schon ganz schön lang. Ich hoffe, ihr folgt uns. Momentan bin ich Heroes of the Storm süchtig. Das meine ich so, wie ich sage. Checkt mich doch aus auf twitch.tv/techtv. Ich bin fast jeden Tag nonstop am Stream, immer dann, wenn es geht. Das Video kommt sozusagen Mittwoch, also Mittwoch, jetzt seht ihr mich. Da bin ich bestimmt auch am Stream. Bin ich mir jetzt schon sicher, jetzt ist gerade Montag. Also in diesem Sinne, schön fürs Einschalten. Wir sehen uns bald wieder.